to cover all the books I haven't covered. Heute Morgen werden wir all die Bücher behandeln, die ich noch nicht geschafft habe die Woche. So you may need to fit your seatbelts. Also schnallt euch an, jetzt geht's los. We're going to begin by looking at wisdom. Es geht um Weisheitsliteratur. And then we will look at Proverbs, Und dann Sprüche, Ecclesiastes, Prediger, Chronicles, Chronik and then finish up with Samuel if we have time. und dann machen wir Samuel noch zu Ende, wenn wir das schaffen von der Zeit. I see these wisdom books that we're looking at as a real gift from God to us. Ich sehe diese Bücher, wo es um Weisheit geht, wirklich als besonderes Geschenk Gottes an uns. Because these books are dealing with the nitty-gritty issues of everyday life that we face. Weil in diesen Büchern geht es wirklich so ans eingemachte Alltagsleben. But first of all, let's just take a step back and look at this genre of biblical wisdom. Lasst uns nochmal einen Schritt zurücknehmen und einen Überblick haben über diese Literaturgattung der Weisheitsliteratur. And so, how many of us want to be wise? Wer von euch möchte gerne weise sein? That's kind of one of those dumb preacher questions. Ich weiß, es ist eine dieser dummen Predigerfragen. Everybody wants to be wise. Alle wollen weise sein. But wisdom, of course, is something which is common to all peoples. Everybody wants to live wisely. Weisheit ist was, das gibt es in allen Völkern. Jeder möchte weise sein. I don't think anybody gets up in the morning and says, "Today I am going to deliberately be stupid." Ich glaube nicht, dass irgendwer am Morgen aufsteht und sich entscheidet, also heute will ich so richtig dumm sein. I'm going to make stupid decisions that are going to mess up my life for the rest of it. Ich werde heute ein paar richtig dumme Entscheidungen treffen, die mein Leben für den Rest meiner Tage versauen. Yet, even despite that, we do manage to do that sometimes. Aber trotz allem schaffen wir das manchmal trotzdem. So, Proverbs, most, dare I say, all countries, all peoples have Proverbs. Ich denke, alle Länder, alle Völker haben so Weisheitssprüche. One of the Proverbs in English, Ein Englisch, was ist ein gutes Wort für Proverbs? Sprüche. Ja, nee. Sprichwörter. Ja. So, das ist ein Sprichwort in England. too many cooks spoil the broth. Viele Köche verderben den Brei. You have that one? Ja. Let's have one or two German proverbs. Sag mal ein paar deutsche Sprichwörter. And a Nigerian one. Und dann ein Sprichwort aus Nigeria. And a Swiss one. Aus der Schweiz. What other nationalities do we have? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. The apple doesn't fall from the trunk of the tree. Far from the tree, yes, we have that one. The apple doesn't fall far from the tree. Yes. That means that my poor son is going to end up like me. Das bedeutet, dass mein Sohn, mein armer Sohn, wahrscheinlich so ähnlich werden wird wie ich. God bless him. Der frühe Vogel fängt den Wurm. The early bird catches the worm. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. What you can do today, don't procrastinate till tomorrow. Yes. Yes. It's just wherever you go, you find Chinese proverbs. Let's have a Korean proverb. Koreanisches Sprichwort? The habit you had when you were 3 years old, it lasts till you're 80 years old. Also die Gewohnheit, die du mit 3 Jahren dir angewöhnt hast, die hast du auch noch, wenn du 80 bist. There's a book written that says something like, everything I learned about life I learned in preschool or something.
Es gibt ein Buch, da steht drin, alles was ich übers Leben gelernt habe, habe ich im Kindergarten gelernt. You see, Jedenfalls, was Angie nicht lernt, lernt Tante noch mehr. What little Johnny doesn't learn, big John won't learn. these are statements about life. Und das sind einfach so Grundsatzaussagen über das Leben. And therefore, if this book addresses life, then it's not surprising that we have this particular genre included in it. Also wenn es in diesem Buch um das Leben geht, dann sollte es uns nicht überraschen, dass hier auch diese Art von Literatur enthalten ist. Now, if you go to Jeremiah 18, Wenn ihr Jeremia 18 aufschlagt, there's just a little comment that is made which is very interesting. da gibt es einen kleinen Kommentar, der da gemacht wird, der sehr interessant ist. It actually was made by Jeremiah's enemies. Diese Aussage wird von den Feinden Jeremias gemacht. And it's not that I want to talk about. Und darum geht es mir jetzt nicht. It's just simply how they are contradicting Jeremiah. Denn also sie widersprechen Jeremia dort. And they say the word instruction shall not, this is verse 18, Also Kapitel 18, Vers 18 Jeremia. instruction shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Denn da steht, denn dem Priester wird es nicht fehlen an Weisung, noch dem Weisen an Rat, noch dem Propheten an Wort. And what this does is it presents three categories or three ways that instruction can come. Also hier werden drei verschiedene Wege beschrieben, auf denen Lehre weitergegeben werden kann. Or did come in ancient times. Oder zumindest war das früher so. You had the priests, and they would be restating the covenant, the law. Also da waren die Priester und denen ging es darum, das Gesetz des Mose und den Bund in Erinnerung zu halten. And the prophets, they of course will be receiving the revelation from heaven about the situation. Und die Propheten, die direkte Offenbarung aus dem Himmel empfangen haben über eine Situation. But there's a third category there that we can often not be aware of, Dann gibt es eine dritte Kategorie und die vergessen wir oft. and that is the wise. Und das sind die Weisen. And the wise man would communicate instruction from, if you like, general revelation or fruit of experience. Und diese Weisen werden Lehren aus dem gesunden Menschenverstand oder so allgemeine Lebensregeln, The things that they've worked through and understood. ihrer Lebenserfahrung. And so the priest, of course, they would say, this is the law of Moses, and take people back to the law of Moses. Also die Priester würden sagen, das ist geschrieben im Gesetz des Mose. And the prophet, of course, is listen to the word of the Lord. Und die Propheten sagen, höret das Wort des Herrn. But what the wise say is, listen to my advice. Und die Weisen, die sagen, hör auf meinen Rat. Now, we get a hint of this particular genre or group from Kings. We looked at that yesterday, 1 Kings. Und wir kriegen da noch mehr Einsicht im ersten Buch Könige, When it's talking about Solomon receiving wisdom, wo es darum geht, dass Salomo Weisheit empfangen hat. the author is wanting to explain how incredibly wise Solomon is. Und dem Autoren ging es darum zu beschreiben, wie weise Salomo ist. And he explains it here in chapter 4, verse 30. Und er erklärt das hier in Kapitel 4, Vers 30, den es in der deutschen Bibel nicht gibt. It doesn't exist. Our stops at 20. 1 Kings 4. 1 Kings 4, Right. Verse Why don't you say what it 29. Yes, I will. But if you have an English Bible, verse Yes. 29. Also, 5 Vers 9 für die deutsche Bibel, 4, 29 englische Bibel.
God gave Solomon very great wisdom, discernment, and breadth of understanding as vast as the sand on the seashore. Whoa! Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit wie Sand am Ufer des Meeres liegt. So that Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the people of the East and all of the wisdom of Egypt. So sehr, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als die Weisheit der Ägypter. And so there's recognition that there was wisdom in the East and wisdom in Egypt, and Solomon was wiser than them. Also es war allgemein bekannt, dass es im Osten und in Ägypten Weisheit gibt, aber dass Salomo weiser war. And then the author here mentions some specific people who obviously had a reputation for being really wise. Und dann listet der Autor hier einige Personen, die offensichtlich berühmt für ihre Weisheit waren. He was wiser than anyone else. He was wiser than Ethan the Ezrahite. Also Salomo war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan der Esrachiter. And when you read that, you're meant to go, oh gosh, whoa, even wiser than Ethan the Ezrahite, you see. Also eigentlich müsstet ihr reagieren so, oh wow, sogar weiser wie Ethan der Esrachiter? And Herman and Karkul and Dura and the children of Mahol, wow, gosh, he must be wise. Und weiser als Heman und Kalkol und Dada, die Söhne Mahols. Und das sollte uns jetzt echt von Socken hauen, dass er sogar weiser wie die war. And so there's a recognition that wisdom wasn't just something in Israel, it was kind of, it's part of humanity, it's part of life. Also es war ganz klar, dass Weisheit nicht sich auf Israel beschränkt hat, sondern was Universelles war. Now, one of the things that may interest you, or may even disturb you, I don't know. Einen interessanten Fakt, der dich vielleicht auch beunruhigen wird. And that is when you come to Proverbs 22 verse 17 in my Bible. Also wenn ihr zu den Sprüchen kommt, Kapitel 22, Verse 17. Vers 17, zumindest in meiner Bibel ist es da. It says, the words of the wise, that's the title. Da steht ein Titel, Worte der Weisen. Now up to this point, it's been the wisdom of Solomon. We read that in chapter 10. Bis zu diesem Punkt war es die Weisheit Salomos, wie es in Kapitel 10 erwähnt wird. So there's another category now, the words of the wise, that go up to chapter 24, verse 22. Und da steht jetzt die Worte der Weisen und das geht die nächsten 2 Kapitel. And it doesn't say in the Proverbs who the wise are. Also da steht jetzt nicht, welche Weisen spezifisch damit gemeint sind. But they have found in archaeology a piece of work, a body of work known as the Instruction of Amenemeno. Aber es ist interessant, dass Archäologen haben was ausgegraben in Ägypten und das ist eine Komposition, die heißt die Instruktion des Amenemeno. And this particular wisdom, this instruction, is almost the same as what we have here in Proverbs. Und das Interessante ist, dass was dieser Ägypter da geschrieben hat auf seine Tontafel oder so, ist fast wörtlich dasselbe, was wir hier in der Bibel haben. Now, Amenemenop is older than Solomon, or further back than Solomon. Also Amenemeno ist älter als Salomon. Let's just call him Amen, brother. And it would seem that such a body of wisdom was included in Proverbs. Und es sieht ganz danach aus, dass also diese ältere Weisheitsliteratur hier in Sprüche eingebaut worden ist. Only it's not exactly the same. Aber es ist nicht ganz genau dasselbe. It's been adjusted and God has been brought into it. Es ist ein bisschen überarbeitet worden und Gott ist damit reingebracht worden. So verse 19, so that your trust may be in Yahweh, I have made known to you today
so on and so forth, 30 sayings. Zum Beispiel steht dann, damit deine Hoffnung sich gründe auf den Herrn, erinnere ich dich heute daran. And so the whole work has been adjusted 22,19. to recognize God. Also, dass man wirklich auch Gott erkennt, war ihm wichtig. And but the point is, this genre of literature was well known in the ancient world, a bit like the love poetry, the Song of Solomon. Also diese Art von Literatur war sehr bekannt und verbreitet in der alten Welt damals, also ähnlich wie die Liebesliteratur im Hohenlied. And in Egypt, these works were put together to train young people. Und in Ägypten hat man diese Sprüchesammlung zusammengestellt, um junge Leute auszubilden. Especially for roles in government, Besonders für Dienst in der Regierung. that they would be able to operate well in life. Dass sie einfach gut im Leben handeln können. And as you've seen at the beginning of Proverbs, you often get this language of like, my son, listen to me. Und am Anfang der Sprüche, man kriegt immer wieder so Aussagen wie, mein Sohn, höre auf mich. And it's set up and designed to be this picture whereby an older, wiser person is wanting the younger person to have life wisdom and skill to live well. Und da geht es eigentlich immer darum, dass eine ältere Person gerne möchte, dass eine junge Person Weisheit kriegt, damit sie gut ihr Leben leben kann. And that's exactly what Proverbs chapter 1 verse 2 says. Denn das ist genau das, was in Vers 2 im ersten Kapitel steht. Verse 2 to 7 is simply stating the reason for this particular book. Also Verse 2 bis 7 sind eigentlich beschreiben den Grund, warum dieses Buch geschrieben wurde. But it says even the wise can increase their learning. Aber da steht drin, sogar die Weisen können noch mehr lernen. And they can become wiser still. Und sie können noch weiser werden. So if you think that you need wisdom, Proverbs is for you. Also wenn du den Eindruck hast, du könntest noch mehr Weisheit gebrauchen, dann das Buch der Sprüche ist für dich. And if you think that you're wise already, Proverbs is still for you. Und wenn du meinst, dass du schon ganz schön weise bist, dann ist das Buch der Sprüche immer noch für dich. Okay, so when it comes to this particular genre in Scripture, Also wenn es sich um diese Art von Literatur in der Bibel handelt, there's 4 books that are identified as wisdom books. gibt es 4 Bücher, die als Weisheitsbücher bekannt sind. Now, wisdom literature isn't quite what you would call the Song of Solomon, as we saw yesterday, but nonetheless it's broadly within that category of living life well. Also das hohe Lied von gestern, eigentlich ist es jetzt nicht klassische Weisheitsliteratur, aber es wird immer hier mit reingenommen. And it's Job and Proverbs, Ecclesiastes and Song of Solomon. Also das sind die Bücher Hiob, die Sprüche, Prediger und das hohe Lied. But there's also some psalms which are wisdom psalms. Dann gibt es noch einige Psalmen, die auch unter die Weisheitsliteratur fallen. And if you take some of these psalms and you were to put them in Proverbs, you wouldn't notice them there because they fit perfectly within that particular Also wenn man category. diese Psalmen nehmen würde und sie unter die Sprüche reinschmuggeln würde, würde es gar nicht auffallen, weil sie genau reinpassen von der Literatur her. Now we could say that wisdom in the Old Testament, the basis of wisdom is in creation rather than the great traditions of Israel. Also die Weisheit in Israel war damals eher basiert auf der Schöpfung, als jetzt auf den Traditionen Israels wie das Gesetz und so weiter. So for example, you don't get any mention in Proverbs of the temple or idols or the Sabbath or the feasts. Zum Beispiel in der ganzen Weisheitsliteratur wird der Tempel oder Götzendienst oder der Sabbat praktisch gar nicht erwähnt.
you only get 3 references to sacrifice. Es gibt nur 3 Hinweise auf irgendwas, was mit Opfern zu tun hat. And one of them says to do righteousness and justice is more acceptable than sacrifice. Und eines sagt praktisch das Gegenteil, dass man, wenn man Gerechtigkeit tut, dann ist das Gott mehr gefällig, als wenn man opfert. But you get mention of Yahweh, the Lord, 88 times. Aber Jahwe als Herr und Gott wird 88 Mal erwähnt. In other words, wisdom is absolutely bound up with our relationship with Yahweh. Also wird daraus klar, dass Weisheit wirklich ganz, ganz doll zusammenhängt mit unserer Beziehung zu Gott. And so, what is wisdom? Was ist Weisheit? Wisdom is based on an assumption that the God who created the heavens and the earth is both rational and moral. Weisheit basiert auf der Annahme, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, rational ist und moralisch. And therefore, to live well, you're living in harmony with that reality. Und dann ist die Schlussfolgerung daraus, wenn du gut leben willst, dann tust du das am besten, indem du in Harmonie mit dieser Schöpfungsordnung tust. And if you go against that, then you're going to find life difficult, challenging, you have mess-ups. Und wenn du dich gegen die Schöpfungsordnung auflehnst, dann wirst du auf einmal merken, dass das Leben kompliziert und schwierig wird. But more than that, living in wisdom is a reflection of the very character of God Himself. Und in Weisheit zu leben, das reflektiert den Charakter Gottes. When you read Proverbs and you look at the values that are underlying the wisdom, Und wenn man jetzt Sprüche liest und nach den Werten Ausschau hält, die das Fundament für diese ganzen Sprüche sind, you find values such as faithfulness and kindness and work and compassion and social justice, etc. Da wirst du Werte finden wie Treue, Freundlichkeit, Arbeit, Erbarmen, soziale Gerechtigkeit für die Armen und so weiter. And that is why Proverbs a number of times says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Und deshalb ist es mehrfach erwähnt in den Sprüchen, dass der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. And the statement that the fear of the Lord is the beginning of wisdom is a key point in Proverbs. Und der Anfang der Weisheit, die Furcht des Herrn ist, das ist ein Schlüsselpunkt in den Sprüchen. You did Job, I believe, already. Ihr habt Hiob schon durchgenommen. Right in the middle of Job is a very powerful poem about wisdom. Where do you find wisdom? Mitten in der Mitte von Hiob gibt es eine Stelle, wo es darum geht, wo kann man Weisheit finden? And the answer is the same from Job. The fear of the Lord is at the beginning of wisdom. Und die Antwort im Hiob ist genau die gleiche, nämlich den Herrn zu fürchten. Das ist der Anfang der Weisheit. And with all that's going on in Ecclesiastes, this strange book, it's the same thing. The fear of the Lord is how that author finishes up. Und auch im Buch des Predigers, da ist das auch die Summe aller Weisheit. Now, when you read wisdom, wisdom has a different tone, a different atmosphere than the law or the prophets. Wenn man die Weisheitsbücher liest, die haben, der Tonfall ist anders dort wie in den Propheten oder in den anderen Büchern, Geschichtsbüchern oder im Gesetz. We could do a comparison if you like to turn to Proverbs 5. Schlag mal Sprüche 5 auf. The Exodus 20, Leviticus 20, Deuteronomy 22, all of these passages are talking about
or forbidding the sexual activity outside of marriage. Also diese anderen 3 Schriftstellen im Gesetz verbieten sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. So very simply, you shall not commit adultery, is Also, the Ten Commandments. Ganz einfach in den 10 Geboten, du sollst keinen Ehebruch begehen. Very straightforward, a Also command. ganz einfach ein Befehl, ganz klar. But when you come to wisdom, the whole way of approaching that kind of thing is different. Aber wenn du zur Weisheitsliteratur kommst, ist der Ansatz ein ganz anderer. It begins, chapter 5:1, my child, be attentive to my wisdom, give your ear to my understanding, so that you may hold on to prudence and your lips may guard knowledge. Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Lehre, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse Erkenntnis zu bewahren. The lips of a loose woman drip honey, her speech is smoother than oil, but in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to Sheol, her steps follow the path of Sheol. She does not keep straight to the path of life, her ways wander and she doesn't know it. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst, haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht. And you get the wise person saying, son, now I want you to listen to me. Also da sagt der weise Mann, mein Sohn, hör mir zu. There be this woman, and she'll be really attractive and really seductive. Es kann sein, dass da diese Frau kommt, die wirklich attraktiv ist und dich verführen will. But you need to know that if you go in that direction, you're going to have big trouble. Aber wisse einfach jetzt schon, sei gewarnt, wenn du auf sie eingehst und in diese Richtung gehst, dann wird das zu einem, ganz schlimm werden für dich. You're going to get messed up, things are going to go bad. Du wirst in solche Schwierigkeiten kommen und die Dinge werden sich zum Schlechten wenden für dich. Verse 7. Vers 7. And now, my child, listen to me and do not depart from the words of my mouth. Keep your way far from her. Do not go near the door of her house, or you will give your honor to others and your years to the merciless. So gehorcht mir nun, meine Söhne, und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses, dass du nicht anderen gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen. In other words, it's about trying to explain, don't do this and this is why, and if you do this, this is what's going to happen. Sondern da geht es wirklich darum, um Ermahnung. Also wenn du das machst, dann wird das passieren. Sei vorsichtig. In other words, the tone of wisdom is not simply a command, but let's talk about this. Let's look at this and see what's going to happen. Also der Tonfall in der Weisheitsliteratur ist nicht einfach nur, das ist ein Befehl, halte ihn, sondern lass uns darüber reden, dass du verstehst, warum das wichtig ist. In other words, think about this. Denk drüber nach. Think humbly, of course, Denke demütig drüber nach. and use common sense. Benutze deinen gesunden Menschenverstand. Now, the thing that I appreciate so much about wisdom in the Scripture Und was mir so gefällt an der Weisheit in der Bibel, as we're going to see from Ecclesiastes, it doesn't hold back from asking really hard questions about life. wir werden das noch im Prediger dann sehen, dass dort wirklich die taffen Fragen über das Leben gestellt werden. And so, wisdom in the Bible, it's about living well, knowledge and understanding applied to very practical living. Also Weisheit in der Bibel, da geht es um, wie man seine Erkenntnis wirklich praktisch umsetzen kann im Alltag und wie man gut leben kann. It's not just being very intelligent.
Es geht hier nicht nur um Intelligenz oder Anhäufung von Wissen. There's many people who have all sorts of PhDs, education, and they live life really badly and mess up. Es gibt viele Leute, die einen